Hallo Leute, die 32. Woche ist jetzt rum und ich dachte, ich mache euch mal ein Update. Inzwischen bin ich nämlich ziemlich überzeugt, dass es noch eins ist. Meistens so zu 98%. Und so kriege ich mal noch meine Zweifel. Weil ich habe nämlich meinen Bauch verglichen. Und in der Zwillingsschwangerschaft war der Bauch doch irgendwie größer und runder. Und dann habe ich immer einen Bauchumfang gemessen und der Bauchumfang, der war ja jetzt fast so wie in der Zwillingsschwangerschaft, also um 1 Zentimeter weniger. Und dann habe ich aber einmal morgens gemessen und morgens war es dann plötzlich 3 Zentimeter weniger. Also, das ist offensichtlich sehr variabel. Und verändert sich mit, was man gegessen hat und wie viel und der Tageszeit. Also ist alles nicht so in Stein gemeißelt. Und ich glaube inzwischen ziemlich gut zu wissen, wie es liegt. Also, naja, ich habe immer noch so meine Zweifel ab und zu. Aber ich denke, es liegt einfach als Sterngucker. Wegen der Plazenta. Das habe ich von anderen Leuten auch gehört, dass das einfach häufiger vorkommt. Und so ein Sterngucker, inklusive Vorderwandplazenta, ist einfach echt komisch zu tasten. Das ist einfach nicht so das Klassische, was man kennt. Und ich dachte, ich zeige euch mal, was ich da fühle. Falls es noch irgendwie interessiert, ne? Wenn es euch nicht interessiert, meine ganzen Betrachtungen. Aber für andere mit Vorderwandplazenta und die so ein bisschen Schwangerschaft in Eigenregie machen, ist das ja vielleicht interessant. Deswegen gucke ich mal, dass ich mich hier in Position bringe. So, der schöne Bauch. So, also was ich immer taste, ist nämlich momentan, also seit einer Zeit liegt so Kopf nach unten. Also habe ich hier unten, da unten den Kopf, kurz über das Symphyse. Und dann habe ich halt diese Beule hier oben. Und dachte ich immer, oh, ist das ein Riesenkind oder wie macht's das? Weiß ich bis heute nicht. Naja, auf jeden Fall habe ich dann immer hier auch noch so verschiedene Beulen gefühlt. Da außen zum Beispiel und da unten manchmal. Und hier drüben ist ja die Plazenta, da so, hier so. Also da ist sowieso diffus. Also manchmal fühle ich da was, also manchmal ist es da trotzdem drunter hart und manchmal nicht. Und es ist sehr diffus, aber es ist wohl so mit der Vorderwandplazenta. Und wie ich denke, wie es liegt und weswegen ich die vielen Hubbel und Bubbeln fühle und die Beule oben und unten könnte einfach sein, also hier ist mal meine Puppe, die ist jetzt schon eine Neugeborenengröße, ist glaube ich dieses Krümmel, heißt das glaube ich, die Puppe. Also noch ein bisschen größer als wie es jetzt ist, aber ich denke mir, dass das so liegt. Also da oben der Po, da unten der Kopf und die ganzen Bubbeln hier vorne. Arme, Beine, Schulter und dann dreht sich mal ein bisschen so und mal ein bisschen so und dann ist der hier weiter drüben. Und was hier so passiert auf der Seite, lässt sich kaum fühlen, weil da so die Plazenta liegt. Und Babys liegen gerne ihrer Plazenta so gegenüber, das ist schön kuschelig. Und deswegen, also ich hatte noch nie ein Kind, was in Sternguckerlage gelegen hat. Also das ist für mich völlig neu. Bei mir lagen die sonst immer ganz brav, Standardposition. So hier, Popo oben, Kopf unten, Beine nach rechts, dritte hier. Das war immer so. Außer eben bei den Zwillingen. Bei den Zwillingen lag eins in Sternguckerlage, weil die erste Position schon eingenommen hatte. Die war also schon belegt. Deswegen hat das zweite sich dann dahinter so irgendwie einsortiert. Ja, aber jetzt liegt hier so einer in Sternguckerlage. Und was da dahinter passiert, das ist nicht so richtig zu verifizieren. Aber ich kann eigentlich nicht zwei Köpfe ausmachen. Also ich weiß es nicht so genau. Aber spätestens bei der Geburt wirst du wissen, wie viel rauskommt. Ich habe mich jetzt festgelegt, dass es nur eins ist. Auch weil mein Bauch halt weniger rund aussieht als auf den Videos, die ich gemacht habe zur Zwillingsschwangerschaft. Also da fand ich schon, dass das alles mehr ausgebeult hat und insgesamt runder war. Und der Bauch jetzt ist doch eher, ja, nicht so riesig. Also deswegen hoffe ich, glaube ich jetzt ziemlich sicher, dass es nur eins ist. So, wenn ich hier insgesamt fühle, ist es halt immer noch ziemlich breit, aber das ist natürlich sicherlich die Plazenta und nicht noch ein Baby.
Ja, aber warum das jetzt so riesengroß ist, von hier unten bis nach oben, das weiß ich auch nicht. Ja, genau, das ist so die aktuelle Lage. Ansonsten geht es mir gut. Ich trage halt so meine Strümpfchen. Also einen eigentlich nur am linken Bein, wo ich die ganzen Krampfadern habe. Was ich auch interessant finde, das war ja schon in der 20. Woche mal. Es geht irgendwie so Schwangerschaft so wellenförmig. Da gibt es Zeiten, wo ich denke, oh, ist der Bauch riesig und oh, ist das anstrengend. Oh. Und dann gibt es Zeiten wieder, wo ich denke, ach ja, passt, passt. Und das ist jetzt immer noch so. Also so um die 30. Woche rum hatte ich auch mal wieder so eine Phase, wo ich dachte, oh, ist das anstrengend. Oh, ich komme gar nicht hoch. Und jetzt ist es gerade wieder so, oh ja, das ist interessant. Also das war schon in der 20. Woche so. In der 20. Woche habe ich auch schon gedacht, oh, ist der Bauch riesig. Da habe ich mir Kissen drunter getan. Und oh, und dann ging es wieder. Also das finde ich sehr interessant. Also zwischendurch denkt man, also denke ich dann, oh, dann sind es ja vielleicht doch 2, wenn das so anstrengend ist und so. Oder ich werde schwer alt und deswegen. Aber es ist dann wieder, die Phase geht wieder vorbei und mir geht es wieder gut und bin wieder ziemlich mobil und fühle mich gar nicht so eingeschränkt. Bei den Zwillingen war es ja auch so, dass ich dann ab der 32. Woche arge Probleme hatte beim Bücken, irgendwas aufzuheben und so. Und das ist jetzt auch nicht. Also der Bauch fühlt sich nicht so riesengroß an, wie es bei den Zwillingen war. Und ich fühle mich auch nicht so behindert, wie ich das bei den Zwillingen in Erinnerung habe. Deswegen denke ich, dass das nur eins ist. Reicht ja auch. Also, ja. Und da habe ich jetzt auch so, also ich dachte ja zwischendurch, ach, lass ich noch einen Ultraschall machen, weil ich so hin und her gerissen war. Ja, und wegen der Plazenta, weil die ja dem Ultraschall, den wir gemacht haben, da lag ja der untere Zipfel, lag ja irgendwie so aus, als ob das vom Muttermund liegt. Aber ich dachte mir, Statistiken nochmal angeguckt. In den allermeisten Fällen wandert das hoch. Also, ich gehe einfach mal davon aus, dass das alles so läuft, wie das soll. Gerade die Vorderwandplazentas, die ziehen sich ziemlich zuverlässig bis zum Ende der Schwangerschaft hin nach oben zurück. Bei den Hinterwandplazentas, die so Previa marginalis sind, bei denen ist das wohl nicht so zuverlässig der Fall, aber bei den Vorderwandplazentas ist das wohl so. Deswegen habe ich jetzt erstmal meinen Frieden gefunden damit und mal gucken, wie die nächsten Wochen so laufen. Und dann haben wir dann ein Neujahrsbaby und mal gucken, wann es kommt. Bin ich mal gespannt. Ich fühle mich doch überhaupt nicht so richtig in Baby- und Geburtsstimmung. Muss noch so viel gemacht werden. Ich will ja noch einen Schrank rein haben. Und ach, naja, es gibt noch so viel zu tun. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass das Baby jetzt so nach Weihnachten kommt, so in der Zeit, wo es halt draußen nicht viel zu tun gibt und wo man so, ja, wo es alles ein bisschen ruhiger läuft. Das ist ganz schön, weil ich habe ja immer sonst viel zu tun und naja, so habe ich auch Zeit fürs Baby und denke nicht, oh, jetzt müsste ich draußen im Garten und dies und jenes und so. Ja, das ist auch nicht schlecht mit dem Winterbaby. Ich wollte ja immer Sommerbabys haben, weil man dann halt mit dem Baby so schön nackig kuscheln kann und nicht immer über Klamotten nachdenken muss. Aber es hat alles seine Vorteile auch. Ja, das war mein kurzes Update zur 32. Woche. Und ich melde mich wieder. Mal gucken, wenn ich was zu erzählen habe. Tschüss!